Der erste Punkt ist Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist im ersten Moment eine Entscheidung, aber dann auch eine Lebenseinstellung. Wenn mir das Maß an Achtsamkeit fehlt, dann fehlt mir die Kapazität auch, mich zu reflektieren. Das heißt, also es gibt ein englisches Wort dafür auch, heißt Awareness. Und in dem Moment, Awareness im Englischen hat noch viel, viel mehr Bedeutung als einfach nur Achtsamkeit. Awareness heißt auch so viel wie, ich bin mir bewusst, was ich bin, was ich tue und was passiert und was co-kreiert. Und das ist der Schlüssel. Ich muss mir lernen, bewusst zu werden durch Achtsamkeit und Reflexion, wie ich meine Welt kreiere. Und alles, was ich höre und lerne durch verschiedene Coaches oder Heiler oder was auch immer, zu fühlen, zu prüfen, umzudrehen und zu schauen, ist das valide für mich? Stimmt das für mich? Kann das mir dienen? Dient das mir nicht? Und all das auch wirklich so zu handeln. Wenn mir etwas nicht dient, dann höre ich auf, es zu tun. Wenn mir etwas dient, dann integriere ich es in meinem Handeln, in meinem Denken, in meinem Tun. Dadurch entsteht Veränderung. Und nicht nur zu sagen, ich verändere mich und es nicht zu tun. Nicht sich selbst zu belügen und zu sagen, ich setze mich hin, ich meditiere, ich mache jetzt Transformationsarbeit, ich mache eine Sitzung bei dem und dem, ein Channeling bei dem und dem oder eine LCQ bei der Lia und dann ist alles anders und ich bin ein neuer Mensch und dann wieder auf die Arbeit zu gehen und genauso weiterzumachen wie davor. Da gibt's auch ein schönen Wort, schönen Quote aus dem Englischen, Walk the Talk, heißt, geh das, was du sagst. Heißt wirklich, in die neue Version, die man ist, hineinzuwachsen, zu sprechen wie die neue Version, zu handeln wie die neue Version, zu fühlen wie die neue Version. Heißt nicht mehr einfach nur irgendwas in irgendwelchen Räumen zu lassen, in irgendwelchen Realitätsideen zu lassen, sondern zu dieser Realität zu werden, zu dieser neuen Person zu werden, aber nicht indem ich mir die Geschichte erzähle, dass ich jetzt eine neue Version werde, sondern indem ich es wirklich beginne zu sein, indem ich mich frage, zum Beispiel, handelt jemand, der sich liebt, so? Wie handelt jemand, der sich selbst liebt? Und dann die Frage zu stellen, liebe ich mich selbst? Handle ich so wie jemand, der sich selbst liebt? Und so bewege ich mich langsam in einer Version, die in mehr Selbstliebe ist. Und das kann ich nicht machen, indem ich mich hinsetze und meditiere zweimal am Tag oder eine Heilsitzung mache und dann der Heiler einem Selbstliebe schenkt. Ich kann 20.000 Kurse machen und das Geld verschenken, wenn ich nicht mich hinsetze und mich frage, behandle ich mich, als würde ich mich selbst lieben? Wie behandelt sich jemand, der sich selbst liebt? Das ist genau diese Achtsamkeit, die es braucht, um einen Shift auszulösen. Und in dem Moment, wenn ich beginne, mich selbst zu lieben, beginnen die Menschen um einen herum, einen auch zu behandeln, wie jemand, der Respekt und Liebe verdient hat. Und in dem Moment, wenn das passiert, habe ich angefangen, meine Welt nach außen zu repräsentieren, zu reflektieren. Und dann kommt die Reflexion zurück und dann beginnt langsam das Ego, eine neue Welt zu übersetzen. Und so verändere ich die Welt. Nicht unbedingt nur durch Lichtarbeit, durch was auch immer, sondern indem ich mich und meine Welt verändere. Die Wirkung, die ich auf mich habe, verändert die Wirkung, die andere auf mich haben. Und wenn das passiert, verändert die Wirkung, die andere auf mich haben, verändere ich die Realität. Weil ich Mhm. beginne auf die Realität zu wirken, weil ich für mein Ego eine Übersetzung zurückbekommen habe, die mir zeigt, dass die Welt eine andere sein kann. Das ist der Shift. Das ist der Moment, wenn ich aus einer alten Matrix aussteige, nämlich aus meiner eigenen alten Matrix. Weil ich es anders mache als davor, weil ich die Welt anders sehe als davor. Das ist der Schlüssel. Und es kann so einfach sein, aber dann kommt das Ego, was einfach so sehr an der alten Realität festhält und alles nur in irgendwelchen Räumen behalten will, weil es etwas ist, wo es scheitern könnte, wo es nicht kennt, wo vielleicht am Ende sich das Ego eingestehen muss, dass das Geld für den Kurs verschwendet war. Vielleicht. Mhm. Und es deswegen das nicht erlaubt, weil dann kann man den Heiler beschimpfen oder den Influencer oder wen auch immer und sagen, der Kurs war nicht gut genug. Die Arbeit war nicht gut genug, ist nicht gut gemacht. Aber ich muss mir die Schuld nicht geben, dass ich es nicht geschafft habe, aus meinem eigenen Komfortbereich auszutreten. Ja, wir wollen ja oft dann auf unser Herz hören, oder das wäre auch schlau. Ja. Und dann kommt der Verstand mit 25.000 Sachen, die er gelernt hat und sagt, nee, so machen wir das nicht.
Ja, und dann darf man den Verstand sehen und würdigen als das, was er ist, ein Mhm. Realitätsübersetzer, der wie ein Buchhalter. Der sagt, ja, aber sonst haben wir das immer so gemacht, der Sekretär. Aber der Sekretär glaubt manchmal, dass er der Meister ist, aber es ist er nicht. Der Meister ist die Seele, das Herz. Und dann darf man dem Sekretär ganz liebevoll sagen, ja, das haben wir immer so gemacht, jetzt machen wir es neu. Man darf auch einen inneren, also Mut auch zum inneren Dialog haben und mit sich selbst sprechen, mit seinem Ego sprechen. Und es funktioniert sehr gut. Weil es ist letzten Endes genau das, ein realitätsübersetzender Aspekt, eine Facette von uns, die nicht zu verprügeln ist, bitte, sondern die auch genauso liebenswert und liebevoll geschätzt werden möchte. Absolut, wir brauchen den Verstand, das Ego genauso. Und du hast in deinen Kursen immer so schön diese Herz-Hirn-Kohärenz. Ja. Vielleicht kannst du darüber was erzählen, das finde ich echt spannend. Ja, ich bin sehr, sehr bekannt dafür, dass ich die Herzkohärenz auf ein anderes Level bringe, glaube ich. Zumindest sagen das die Leute immer. Weil für mich ist es wichtig, nicht einfach nur, dass wir in Kohärenz kommen, dass sozusagen das Herz und das Gehirn in einer Frequenz schwingen, sprich sich synchronisieren, sondern ich möchte, dass der Verstand komplett in das Herzbewusstsein zurück reintegriert. Weil der Verstand selbst ist wie ein Kind, was ausgezogen ist und vergessen hat, wie es nach Hause kommt. Und dann wird das Ego laut und wild und vielleicht semi-meisterlich. Dann wird der Sekretär überfordert. Und ein überfordertes Ego muss heilen und das kann es nur im Herz. Und deswegen nenne ich es nicht Herz-Hirn-Kohärenz, sondern ich nenne es einfach nur Herzkohärenz. Und es ist letztendlich ein Schmelzen des Egos, des Verstandes, des Bewusstseins in das Herz hinein, um von dort aus den Kontakt wiederherzustellen zur Seele. Das heißt, das Herz ist die Brücke letzten Endes. Die Herzkohärenz ist die Brücke, das Werkzeug in einer gewissen Art und Weise, das der Verstand braucht, um sich zu beruhigen und Heilung zu finden. Ich kann nicht mich hinsetzen und einmal Herzkohärenz machen oder einen Monat Herzkohärenz machen und das Ego ist geheilt. Es ist eine Lebenseinstellung. Die Herzkohärenz, wie ich sie lehre, ist etwas, mit dem ich aufstehe und dass ich versuche, das Gefühl über den Tag zu halten.